Ich komme gerade vom Einkaufen und ich denke mir gerade wieder so, ein Laden weniger, wo ich wieder hingehen werde. Das liegt einfach mal wieder daran, dass es so komische, cringe Leute gibt, wo ich mir denke so, ey, ich sende dir alle Signale, weißt du, um zu zeigen, so, ich habe kein Interesse und so, halt mal Abstand und so, aber die Leute checken es einfach nicht. Und was mich am meisten aufregt, und das erlebe ich einfach so oft, ist es halt, wenn ich einkaufen bin und da sind Mitarbeiter und da sind einfach meistens Mitarbeiter und ich war halt nämlich wieder was so rumschauen, dies, das, Ananas, will so ein bisschen meine Identität neu definieren und deswegen suche ich nach neuen Kleidern und so. Und da war so ein Verkäufer und der Typ war ungefähr mein Alter, sah auch gar nicht schlecht aus, also es geht auch gar nicht darum, ne? Auf jeden Fall, ich war halt gar nicht in einem Headspace, um da irgendeinen Kontakt anzufangen, weil ich weiß, was ich da will und ich habe ein Ziel und ich will einfach meine Ruhe und mich genießen und vor allem für mich hat das voll viel auch irgendwie so was mit Privatsphäre zu tun. Auch wenn es vielleicht dumm klingt, aber wenn ich für mich einkaufen gehe und ich ziehe mich um und ich suche auch nach Unterwäsche und so weiter und so fort, dann finde ich das ist halt, ich brauche halt mein Space und so. Auf jeden Fall am Anfang hat er mich gesehen, ich bin in die Umkleide und dann irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, egal wo ich bin und egal was ich suche, der ist irgendwie voll in meinem Nacken. Und irgendwann war ich so verwirrt, weil ich stand dann so bei den Taschen und habe dann ewig lang rumgesucht. Ich habe mir echt ewig viel Zeit gelassen, weil ja, ich das einfach brauche. Und ja, auf jeden Fall wusste ich irgendwann nicht mehr so, denkt er, ich klaue was, weil ich mir so viel Zeit gelassen habe und weil ich immer wieder so dieselben Taschen genommen habe und dann doch wieder verglichen habe und dann doch wieder verglichen und so. Oder was ist da los, ne? Also mich hat es dann irgendwann auch so selbst verunsichert. Und auf jeden Fall bin ich dann weiter zu einer Abteilung, so Küchenabteilung und sowas. Und dann steht er da auch und räumt die Regale ein oder bringt da so den kleinen Scheiß hin. Und dann war ich mir sicher so, safe denkt er, ich klaue irgendwas, weil das ist doch nicht normal jetzt. Und habe ich dann gedacht, okay, dann will ich dem jetzt auch signalisieren, dass ich jetzt nichts mitnehmen will. Und habe gefragt, ob die halt kleine Löffel haben. Und dann meinte er, nein, sorry, haben die nicht. Und ist dann weggegangen. Dann dachte ich, okay, Fall gelöst. Habe ich dann nochmal nach was anderem geguckt, bla bla bla. Lauf zur Kasse. An der Kasse hat das ewig lang gedauert, weil jemand was zurückgegeben hat. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, ja, komm zu mir. Und ich so, oh, gar kein Bock. Und ich bin ultra so selbstbewusst, so ich habe gar kein Problem so mit zu quatschen und so weiter, aber wenn ich so das Gefühl habe, dass jemand mir im Nacken hängt, dann ich hasse das. Das ist so unangenehm für mich und ich habe gar keinen Bock, die Person dann auch so anzugucken und so und ich will dann einfach meinen Space, so ich brauche dann einfach so Abstand von dieser Person und habe dann extra bar gezahlt und so und dann hatte ich meinen Rucksack dabei, um die Sachen einzupacken. Und dann hat er sogar meine Sachen in den Rucksack so gepackt, so meine Unterwäsche und sowas. Und ich dachte mir so, oh, no, oh, nicht geil, nicht geil. Ja, und ich habe dann auch gar nichts gesagt, weil was soll man da sagen? Also, ja, weil es ja eben diese Situation, er ist der Verkäufer und ich bin die Kundin und dann will man Sachen halt nicht so weird machen. Ja, weil es ist ja klar, dass der mich bedient und so ein Scheiß. Was soll ich da sagen? Nee, zu dir komme ich nicht oder was? Und deswegen hasse ich das auch, wenn es ausgerechnet Leute sind, die arbeiten und mit denen musst du vielleicht mal in Kontakt treten, weil du eine Frage hast, weil sie dich bedienen und so weiter und so fort. Und wenn die dann so ein Gefühl kreieren, dass die dir im Nacken hängen und dass die voll Bock auf dich haben, das feiere ich halt null, weil das macht mich als Kundin, verschließt es mich. Also ich habe dann gar keinen Bock mehr in diesen Laden zu gehen. Ich habe gar keinen Bock überhaupt irgendwelche Fragen zu stellen, so. Und ja, ich finde es einfach nicht in Ordnung und voll oft ist es halt auch etwas, was man nicht wirklich direkt ansprechen kann,
Aber die Intuition lügt ja nicht. Also ich bin jetzt ganz sicher, dass er nicht gedacht hat, dass ich klaue, sondern dass er halt einfach es nicht lassen konnte, nicht nah an mich zu kommen und so. Und was ich mir dann auch allgemein denke bei der ganzen Sache ist, dass ich ja nichts, also ich habe nichts gegen Männer, ich habe nichts gegen den Kontakt mit Männern, ich habe nichts gegen nicen Austausch und so, aber es ist so voll wichtig, in welchem Rahmen bewegen wir uns, so wie ist hier gerade so das Verhältnis und wie ich gerade schon zweimal gesagt habe, wenn jemand arbeitet und ich bin die Kundin, dann ist das nicht der Space. Und zweitens ist es so, wenn ich gerade im Moment halt keinen Bock habe auf eine Interaktion zwischen einem Mann und Frau, also eine Mann-Frau-Interaktion, und die Person checkt es nicht, wenn sie neben mir steht, was einräumt, dass ich so laut atme und mich auch aktiv wegdrehe und es weitermacht und weiter so auch so Augenkontakt und so sucht, dann denke ich mir dann ist es auch scheißegal, wie gut die Person aussieht und so, weil dann hat die einfach was Grundsätzliches nicht gecheckt und dann ist davon für mich auch gar kein Vibe mehr da, überhaupt jemals mit der Person weiter in Kontakt treten zu wollen. Und ja, weil es hat einfach voll viel mit so Respekt für den Space vom anderen und auch einander fühlen zu tun. Und wenn es auf dieser Ebene schon halt einfach so hapert, dass die andere Person es nicht lassen kann, weil die einfach so Bock hat und dich nicht fühlt, dann denke ich mir so direkt No-Go, direkt gar kein Bock. Ja, und das ist jetzt halt... Ich gehe jetzt halt einfach mit einem voll unangenehmen Gefühl, also ich bin mit einem voll unangenehmen Gefühl nach Hause gegangen und ich bin dann noch weitergegangen und das hängt mir die ganze Zeit das hängt mir weiterhin im Nacken einfach. Und ich will auch nicht so zu kleinscheißerig sein, aber ja, ich überlege mir, wie will ich das nächstes Mal vielleicht dann nochmal kommunizieren und so, einfach straight up. So sagen, so wenn er meine Sachen anfassen will, in meinen Rucksack packen will, nein, mach das nicht. Oder ich weiß es nicht. Also ich suche da noch ein bisschen nach Lösungen, damit ich das so handhabe, ja, dass ich weiß, ich habe jetzt wirklich eine Grenze gesetzt. Wobei ich eigentlich voll die Grenzen gesetzt habe. Also für mich war es eindeutig, dass ich halt so wenig Kontakt gesucht habe. Außer das eine Mal, wo ich gefragt habe nach diesem Löffel. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass er nicht denkt, dass ich klaue. Aber selbst da habe ich ihn auch nicht wirklich angeguckt und habe mich direkt weggedreht und so. Also, obwohl ich es nicht gerne mag, werde ich dann automatisch ein bisschen kühler. Und man würde vielleicht denken, ich bin rude oder so. Aber es ist halt einfach Selbstschutz so von meiner eigenen Privatsphäre und so. Yes. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich da jetzt erstmal nicht hingehen muss in diesen Laden wieder und ich bin auch immer froh, dass ich in Berlin wohne und dass es so eine große Stadt ist und nicht irgendwie so ein Dorf, weil das, finde ich, macht das Ganze noch viel, viel cringer. Und ja, das war auf jeden Fall meine Einkaufserfahrung heute. Yay!